Hey, mein Name ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Testbericht zum Samsung Galaxy A52 5G zeigen. Mit dem Galaxy A51 hat Samsung im vergangenen Jahr einen richtigen Hit gelandet. In diesem Jahr gibt es direkt zwei Nachfolger, nämlich einmal mit LTE und einmal mit 5G. Dieses Video wird sich hauptsächlich um das Galaxy A52 5G drehen, also dem etwas besseren Mittelklasse-Smartphone, und dabei alle wichtigen Bereiche von Software über Kamera zu Performance und Akkulaufzeit beleuchten. Ob das A52 5G mit einem Preis von etwas mehr als 400 € konkurrenzfähig ist und letztendlich wieder eine Kaufempfehlung wird, das seht ihr in den folgenden Minuten meines Videos. Wenn ihr mehr Videos zur Galaxy A-Serie sehen möchtet, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Los geht's! Wenn man sich das Gehäuse des Galaxy A52 anschaut, dann wirkt es nicht unbedingt modern und wie aus dem Jahre 2021 kommt. Versteht mich nicht falsch, das sieht alles gut aus, ist aber irgendwie schon ein altbekannter Hut und andere Hersteller sind hinsichtlich Gehäuserundung, Breite der Displayrahmen und Materialanmutung etwas weiter. So gibt es auf der Vorderseite ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED Display, was meiner Meinung nach von recht breiten Rahmen umgeben wird. Die Rückseite besteht aus Polycarbonat, ist matt gehalten und zieht nur bedingt Fingerabdrücke an. Allerdings ist diese nicht vollflächig verklebt und im mittigen Bereich leicht eindrückbar. Ob der Rahmen nun aus Metall oder Kunststoff ist, kann ich euch nicht wirklich sagen, da er zwar extrem stabil ist, von der Oberflächenbeschichtung aber recht warm und an Kunststoff erinnert. Bis auf das leichte Eindrücken der Rückseite ist die Verarbeitung aber ansonsten tadellos. Die Buttons auf der rechten Seite haben recht gute Druckpunkte und die Positionierung ist stimmig. Auf der Unterseite gibt es eine Buchse für Kopfhörer, Mikrofon für Telefonie, den USB-C-Ladeanschluss und einen von zwei Lautsprechern. Im Kopf sitzt dann der SIM-Karten-Slot für zwei SIM-Karten oder alternativ einer SIM und einer MicroSD. Ein zweiter Lautsprecher sitzt zwischen Display und Gehäuserahmen im oberen Bereich. Die Lautsprecher des A52 klingen wirklich gut und schwächeln erst auf den letzten 10%. Sie kommen zwar nicht an die Galaxy S-Modelle heran, für das Schauen von Videos oder zum Anhören von Musik sind sie aber auf jeden Fall geeignet. Unter dem Displayglas und recht weit am unteren Gehäuserand wurde ein optischer Fingerabdrucksensor verbaut, der in 9 von 10 Fällen das Gerät direkt beim ersten Mal entsperrt und damit sehr zuverlässig ist. Definitiv aber schneller sein könnte und beim Entsperren so eine kleine Gedenksekunde benötigt. Mit Abmessung von knapp 160 mm in der Höhe, einer Dicke von 8,4 mm und einem Gewicht von 189 Gramm bringt das 52 5G gute Abmessung mit sich. Lediglich die Breite von 75 mm lässt das Gerät recht kantig wirken. Abschließend ist es noch nach IP67 zertifiziert, sodass es staubdicht ist und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen im Wasser bietet. Unter der Haube verbaut Samsung den Snapdragon 750G, der logischerweise 5G-fähig ist. Hinzu 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher und je nach RAM auch 128 bzw. 256 GB intern. Weiterhin gibt es noch Bluetooth 5.0, NFC und 5G, alternativ natürlich auch noch das LTE-Modell. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4500 mAh und kann mittels eines 25 Watt Netzteils geladen werden. Drahtloses Laden ist aber leider nicht möglich. Die Leistung des A52 würde ich in einen noch guten Bereich einordnen. Je nach Anwendung und Optimierung der jeweiligen App ist die In-App-Performance mal sehr gut. So zum Beispiel auf Instagram. Bei Twitter sieht man hin und wieder mal leichte Ruckler und auf Facebook scheint aktuell noch nicht perfekt optimiert zu sein. Nichtsdestotrotz ist der Anwendungswechsel, sofern die Apps mal geladen wurden, recht gut und 90% aller Nutzer werden damit absolut zufrieden sein. Auch ist es damit möglich, Spiele zu zocken und wird auch in 1 bis 2 Jahren noch möglich sein. Im Geekbench 5 kam der Snapdragon auf einen Wert von 619 Punkten im Single-Core und 1553 Punkten im Multicore-Score. Mit dem 4500 mAh starken Akku kam ich in der Regel auf eine Akkulaufzeit von 1,5 Tagen, womit das A52 5G ein sehr ausdauerndes Smartphone ist. Bei meinem YouTube-Test im WLAN mit 50% Helligkeit und Lautstärke kam ich zudem auf einen sehr guten Wert von 14,5 Stunden, was meinen Praxistest unterstreichte. Mit dem beiliegenden 25 Watt Netzteil wird es innerhalb von 30 Minuten mit etwas mehr als 50% aufgeladen. Auch das ist ein guter Wert. Das Display löst bei einer Diagonalen von 6,5 Zoll in Full HD Plus auf, sprich 2400 x 1080 Bildpunkte und kommt damit auf eine errechnete Pixeldichte von 407 ppi. Genau dieser Wert ist auch für 98% der Nutzer absolut ausreichend und lediglich Kunden des High-End, Premium und ich kann nicht mehr ausgeben Bereiches werden hier meckern.
Zudem verwendet Samsung ein Super AMOLED Panel, bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und die Helligkeit soll bei maximal 800 Nit liegen. Das Display bietet nicht nur diese hervorragende Helligkeit, sondern ist extrem blickwinkelstabil, bietet eine gute Farbgebung und ein Always-On-Display, was man auch nach seinen eigenen Wünschen anpassen kann. Ein QHD-Display wäre für diesen Preis definitiv nicht machbar gewesen und damit verbaut Samsung das für diesen Preis tatsächlich Bestmögliche. Auf der Vorderseite gibt es eine 32 Megapixel Frontkamera, hinten dann gleich 4 an der Zahl. 64 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkel, 5 Megapixel für Tiefeninformation und 5 Megapixel Makrokamera. Videos nimmt es in maximal 4K 30 FPS auf. Fangen wir heute einmal mit der Frontkamera an und da muss ich sagen, dass ich auch hier von dieser Samsung Cam überzeugt bin. In 90% der Fälle sehen die Bilder gut aus, verdammt stimmig und können selbst im Portrait-Mode überzeugen. Lediglich die Schärfe und die Details könnten etwas höher sein. Auch wenn die 5 Megapixel Makrokamera mal wieder ein Nice-to-have ist, spuckt sie im Vergleich mit anderen Makrokameras recht gute Ergebnisse aus und kann bei einer richtigen Entfernung zum Objekt für einen kleinen Wow-Effekt sorgen. Aber auch hier ist es so, dass man für ein ordentliches Bild hin und wieder mehrere Anläufe benötigt. Sowohl die Bilder der Haupt- als auch Ultraweitwinkelkamera haben mir durchaus gut gefallen und bringen zu 90% direkt beim ersten Schuss gute Ergebnisse. Vor allem die Hauptkamera bringt gute Details zum Vorschein, der Dynamikumfang ist für diesen Preisbereich sehr gut und auch bei Lowlight respektive Nachtfotografie sind die Ergebnisse noch zufriedenstellend. Im Nachtmodus werden Bilder etwas schärfer, Details werden besser herausgearbeitet und insgesamt wird das Foto etwas aufgehellt. Vergleichbar mit einem OnePlus 9 oder Geräten der Galaxy S-Serie sind sie natürlich nicht, aber auch hier und mit Hinblick auf einen Preisverfall zwischen 50 bis 100 Euro machen sie wirklich Spaß. Aufgrund dessen, dass die Ultraweitwinkelkamera nicht so hochauflösend ist wie die Hauptkamera, entstehen lediglich im Randbereich leichte Unschärfen. Geht man über die Hauptkamera in den Zweifachzoom, so sehen zumindest bei guten Lichtbedingungen auch hier die Bilder noch gut aus, womit Samsung insgesamt ein gutes Setup in der Mittelklasse verbaut hat. Videos können zwar in 4K 30 FPS aufgenommen werden, haben einen wirklich guten Dynamikumfang und eine schöne Farbdarstellung, sind allerdings nicht wirklich stabilisiert, was vor allem bei Bewegung auffällt. Des Weiteren ist mir negativ aufgefallen, dass bei einem Fokuswechsel, vor allem auf kleine Objekte, die Kamera entweder träge oder gar nicht fokussiert. In Sachen Software gibt es keine Überraschungen und Samsung bietet uns mit Android 11 und Samsungs One UI Core 3.1 die neueste Oberfläche. Alles ist wie gewohnt an seinem Platz, sehr leicht zu bedienen, die Performance, wie eben schon erwähnt, echt in Ordnung und auch hinsichtlich Funktionsumfang gibt es keine Kritik. Das, was man schon von deutlich teureren Geräten kennt, bekommt ihr auch hier. Zusammenfassend ist das Galaxy A52 5G ein Smartphone, das in fast allen Bereichen punkten kann und damit ein rundum zufriedenes Gesamtpaket ist. Auch wenn mir persönlich das Design nicht sonderlich gut gefällt, die Rückseite im mittigen Bereich auch nicht vollflächig verklebt wurde, so ist generell die Verarbeitung auf einem guten Niveau. Super finde ich das Display, das für diesen Preisbereich wirklich spitze ist. Der Akku liefert solide Ergebnisse ab, sodass man damit auch locker durch den Tag kommt und auch die Performance ist für den Alltag absolut ausreichend. Zufrieden war ich auch mit der Frontkamera, die meist ein sehr stimmiges Bild reproduzierte und auch die auf der Rückseite verbauten Kameras machten im Gesamten einen guten Job. Abzüge gibt es hier, wenn das Licht etwas dunkler wird oder im Randbereich der Ultraweitwinkelkamera. Das ist für diese Preisklasse jedoch nicht untypisch. Super gefallen haben mir auch die Stereo-Lautsprecher und die Tatsache, dass die Software für jeden das passende parat hält und sehr individualisierbar ist. Auch wenn die UVP nicht der Preis ist, den ich dafür zahlen würde, so kann man es dennoch zu einem Straßenpreis von um die 380 Euro absolut empfehlen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Samsung-Smartphone genau in diesem Preisbereich seid, dann dürft ihr sehr gerne beim Galaxy A52 5G zugreifen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes nach rund 2 Wochen mit dem Galaxy A52 5G und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!